Wie können flexible KWK-Anlagen für das Netz nutzbar sein? Die Rolle der flexiblen KWK wird in Zukunft sein, eben die volatilen Energieerzeuger wie Wind und Solar auszugleichen. Das heißt, wir müssen schauen, wann gibt es ein Überangebot von Wind und Photovoltaik eben im Netz. Zu den Zeiten sollte die KWK dann auf keinen Fall einspeisen, weil dann der Überschuss noch verstärkt würde. Gleichzeitig wird es auch den Fall geben, dass es zum Beispiel nachts oder auch im Herbst Perioden gibt, die sogenannte Dunkelflaute, wo wir dann eben auch Bedarf haben, nicht erneuerbare Erzeugungen ans Netz zu bringen. Und das ist eben dann die Rolle der flexiblen KWK, weil wir die eben steuern können, im Gegensatz zu den volatilen Energieträgern, die nicht steuerbar sind. Wie sehen Sie KWK-Anlagen in naher Zukunft? Also aktuell gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Blockheizkraftwerke zu speisen. Einmal über Erdgas, was eben jetzt gerade noch viel verbreitet ist. In Zukunft muss aber auch die KWK erneuerbar werden, wenn wir das Paris-Abkommen einhalten wollen, weil wir eben runter müssen mit den Emissionen und Erdgas, KWK ist bereits sehr effizient im Vergleich zu herkömmlicher Energieerzeugung. Allerdings müssen wir eben bis 2050 unsere Emissionen drastisch reduzieren und das geht eben nur, wenn auch die KWK erneuerbar wird, also Biogas, Biomethan etc. Was bedeutet innovatives KWK-System in Deutschland? Die innovative KWK ist ein neues Fördermodell der Bundesregierung und soll eben dafür sorgen, dass die Wärmeerzeugung erneuerbarer wird. Diese Systeme bestehen aus einer herkömmlichen KWK-Anlage, einer Power-to-Heat-Anlage sowie einem erneuerbaren Wärmeerzeuger. Und das kann dann Wärmepumpe oder Solarthermie bedeuten. Dieses Modell richtet sich nur an Systeme, die in das Ausschreibungsverfahren fallen, also 1 bis 50 Megawatt und die in ein Wärmenetz einspeisen. Die Rolle des Speichers wird dadurch natürlich auch betont und um die Nachhaltigkeit dieser Systeme zu gewährleisten, gibt es bestimmte Vorgaben, wie hoch der Anteil der erneuerbaren Erzeugung sein muss im System. Da gibt es die Zahl von 30% der Referenzwärme, die leitet sich aus der KWK-Anlage ab und das bedeutet quasi übersetzt auf den Wärmebedarf bezogen ca. 40% erneuerbare Abdeckung. Haben Sie konkrete Beispiele für innovative KWK-Systeme? Da diese Förderung noch sehr neu ist, gibt es bisher unseres Wissens nach noch keine umgesetzten Beispiele. Es wurden im Ausschreibungsverfahren bereits einige vergeben. Und das waren dann hauptsächlich Stadtwerke, die sich dann zum Beispiel an Kliniken wenden, die sie dann versorgen, wo es eben hohen Wärmebedarf gibt. Und der Vorteil dieser Förderung ist eben, dass ich über einen längeren Zeitraum, über 45.000 Betriebsstunden nämlich, einen höheren Förderungssatz bekomme von maximal 12 Cent pro Kilowattstunde und das bedeutet dann höhere Erlöse. Gleichzeitig habe ich aber höhere Investkosten natürlich, das ist durch das komplexe System. Ich habe eine KWK-Anlage, ich habe eine Power-to-Heat-Anlage und im Zweifel eine sehr große Solarthermieanlage oder eine Großwärmepumpe inklusive Speicher. Da habe ich erhebliche Investkosten, die ich dann aber durch die höheren Zuschläge durch das KWKG abbauen kann. Aber das muss eben erstmal gewährleistet sein, dass diese Investition getätigt werden kann. Und das sind eben jetzt gerade hauptsächlich Kommunen, die dort aktiv werden. Aber wir sind gespannt, was dort aus der Praxis dann berichtet wird an Erfahrungen mit diesen Systemen.